Der russische Präsident Wladimir Putin dankte ausländischen Marinedelegationen für ihre Teilnahme an der Parade zum Tag der Marine, der gestern in St. Petersburg stattfand. In seiner Ansprache an die Offiziere aus 31 Ländern, darunter China, Indien, Iran und Südafrika, sagte Putin, dass Russland warme Gefühle für die Führung ihrer Nationen hege. Zuvor hatte Putin in seiner Rede die Vereinigten Staaten gewarnt, dass Russland ähnliche Raketen in Schlagdistanz zum Westen stationieren würde, wenn Washington Langstreckenraketen in Deutschland aufstellen würde. Die Vereinigten Staaten hatten ja Anfang Juli erklärt, dass sie ab 2026 mit der Stationierung von Langstreckenraketen in Deutschland beginnen würden. Und damit schauen wir nach Moskau zu unserem Korrespondenten Christoph Wanner. Also Christoph, Putin droht jetzt erneut auf die geplante Stationierung von Langstreckenraketen in Deutschland zu reagieren. Ist da jetzt tatsächlich mit einer Stationierung von russischen Raketen in der Nähe der NATO-Grenze zu rechnen? Was glaubst du? Also ich habe keine genauen Informationen, wo Putin und zu welcher Zeit Mittelstrecken- oder Langstreckenwaffen stationieren wird. Aber sollten die USA tatsächlich dazu übergehen, zum Beispiel Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland zu stationieren, dann wird es eine Reaktion der Russen geben. Da bin ich mir zu 100% sicher. Putin hat ja auch angekündigt, hier wieder am Mittelstreckenraketenprogramm arbeiten zu wollen. Das heißt, die Produktion solcher Raketen wieder aufzunehmen. Dann ist davon auszugehen, dass die dann auch nukleare Gefechtsköpfe tragen können. Außerdem scheinen die Russen auch ein Pendant zum Tomahawk-Marschflugkörper zu besitzen. Und zwar die Iskander-K-Marschflugkörper, die müssten eine ähnliche Reichweite haben, um die 2000 Kilometer. Also ich denke nicht, dass da Putin einfach zugucken wird, wie in Deutschland aufgerüstet wird. Da wird eine Reaktion kommen. Häufig spricht der russische Präsident in solchen Fällen von einer symmetrischen Reaktion. Und davon, glaube ich, kann man ausgehen, dass das passieren wird.